Hallo meine Lieben, es geht weiter am Smart 451. Heute zeige ich euch, wie man die Zündkerzen wechselt. Viel Spaß! Die Zündkerzen sollten hier alle 40.000 Kilometer gewechselt werden. Ein paar Kilometer mehr schadet nicht. Aber der hat jetzt 56.000 Kilometer runter. Da könnte man die mal so langsam wechseln. Der Motor hat nur 3 Zündkerzen und befindet sich wie beim Go-Kart hier hinten. Cooler Sticker. Um an den ranzukommen, die Klappe öffnen. Hier unten links und rechts sind Verschlusshebel. Die muss man entriegeln und das Heckverdeck nach oben klappen, bis es einrastet. Die Laderaumabdeckung rausnehmen. Jetzt zieht man hier auf der Seite und nimmt es raus. Hier unten ist es nur angeklettet. Das kann man einfach rausziehen. Den Bodenbelag nach oben ziehen. Den kann man mit dem Haken hier an der Seite einhängen. Und schon bleibt er oben. Und schon kommt man an die Motorabdeckung ran. Den Verschluss dreht man nach links. Dann zieht man die ein bisschen hoch und kann die Abdeckung rausnehmen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier auf einmal alles so sauber ist. Ich habe mit Druckluft den Staub runtergepustet. Auch hier, wo wir gleich die Zündkerzen ausbauen. Sowas filme ich meistens nicht mit, weil meine Kamera schon von so viel Dreck und Staub und Knacks weg hat. So, jetzt kann man die 3 Zündspulen sehen mit den 3 Steckern. Da drückt man die Nase hier runter und zieht hier nach hinten ab. Den Stecker nur lösen, aber nicht abziehen, da kein Platz ist. Der kommt nachher ab, wenn wir die Zündspule ausbauen. Als nächstes die Zündspulen raus. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss die jeweilige Schraube an der Zündspule raus. Und dann kann man die auch schon rausnehmen. Hier noch das Kabel abziehen. Legt euch die Zündspulen so hin, wie ihr die ausgebaut habt. 1., 2., 3. Zylinder. Ob man die vertauschen darf oder nicht, da streiten sich immer noch die Götter drüber. Aber wenn man die nicht vertauscht, kann man nie was falsch machen. Jetzt geht das große Gefummel los. Die Zündkerzen rausschrauben. Dafür braucht man einen 16er Zündkerzenschlüssel und eine ganz kurze Verlängerung. Mann, ist das nervig mit der Kerzennuss hier. Da fällt pausenlos das Gummiteil raus. Und man muss die Zündkerze mit dem Magneten rausfischen. Ich habe mir mal eine Kerzennuss mit Magneten gekauft. Nur war ich zu faul zum Suchen. Aber ich suche die jetzt, da kann ich die euch mal zeigen. Kostet nur 8 € und ist wirklich super. Eine Sekunde.
Eine Stunde später. Da ist sie. Ich habe die bis jetzt nur einmal benutzt und danach gut weggepackt, sodass man die nicht mehr wiederfindet. Aber das Teil ist genial. Da braucht man nichts reinzustopfen, damit die Kerze hält. Hier drin ist ein Dauermagnet. Und der hält die Kerze einfach fest. Und das Schöne ist, dass man die ohne viel Kraftaufwand einfach wieder abziehen kann. Jetzt baue ich noch schnell die anderen beiden Zündkerzen aus. Ganz anderes Arbeiten mit dem. Und die Zündkerzen sehen für die Laufleistung auch noch gut aus. Das sind Iridiumkerzen, die werden ja ab Werk verbaut, soweit ich weiß. Aber ich bin kein Smart-Experte. Ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ich lerne immer gerne dazu. Die neuen Zündkerzen nehme ich von Bosch, funktionieren auch gut. Habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und der Einbau macht sich mit der Nuss auch super. Da braucht man nicht mehr die Kerze von oben in den Kerzenschaft schmeißen und hoffen, dass der Elektronenabstand noch stimmt. Die Zündkerzen werden mit 18 Newtonmeter festgezogen. Als nächstes die Zündspulen wieder rein. Die letzte vom dritten Zylinder erstmal nur 3/4 rein. Und den Stecker drauf machen. Und jetzt drin. Jetzt die Befestigungsschrauben wieder rein. Die werden mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festgezogen. Als nächstes kommen die Stecker wieder drauf. Die kann man auch kaum vertauschen. Hier ist der erste Zylinder, zweite Zylinder und der dritte Zylinder. So, Zündkerzen gewechselt. Nun kommt die Motorabdeckung wieder drauf. Diese beiden Nasen müssen genau hier drunter geschoben werden. Den Verschluss im Uhrzeigersinn verriegeln. Den Bodenbelag hier aushängen. Und an den Seiten hier unter die Verkleidung schieben. Die Hutablage wieder rein. Die schiebt man am besten so schräg durch und steckt die erstmal in die rechte Seite rein. Jetzt wieder hier hinten ziehen, einfädeln und einrasten lassen. Das Klettzeug einfach an den Teppich drücken. Das hält. Das Verdeck runter und die Klappe zu. Fertig. Mir haben viele Zuschauer geschrieben, dass ich die Teile, die ich einbaue und auch das Werkzeug, was ich benutze, unten in die Videobeschreibung verlinken soll. Ich nehme mir sowas auch zu Herzen. Nur bin ich auch ein kleiner Faulpelz, da bin ich ehrlich.
Aber ich versuche es ab diesem Video alles unten zu verlinken. Aber bitte seid mir nicht böse, wenn es mal nicht klappt. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.